Diese Kufen sollen weit und geschmeidig schwingen. Dafür braucht es eine gute Stabilität. Ein Stuhl zum Entspannen. Für Schreiner Klaus Müller nichts Alltägliches. So ein Stuhl, so ein Schaukelstuhl ist eine ziemlich besondere Herausforderung. Da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen als bei einem normalen Stuhl. Bei einem normalen Stuhl, da geht es um die Proportionen hauptsächlich erstmal, dass man gut sitzt. Und so ein Schaukelstuhl, da geht es eben darum, dass das Schaukeln auch wirklich funktioniert. Für Klaus Müller und seine Frau Sandra beginnt die Arbeit am Schaukelstuhl mit der Entscheidung für das richtige Holz. Wir haben hier Röster ausgewählt, das ist das Holz des Ulmenbaums. Und das ist ein sehr attraktives Holz. Es ist sehr stabil, es reißt oder bricht schlecht. Das ist wichtig für den Schaukelstuhl. Beim Schaukelstuhl muss man schon auch ein bisschen andere Proportionen wählen. Er hat eine etwas niedrigere Sitzhöhe, damit man auch noch mit den Füßen unten das Schaukeln antreiben kann. Und die ganze Geometrie bezieht sich ja auf dieses entspannte im Schaukelstuhl sitzen. Nachdem das Schreiner-Ehepaar die rohen Holzdielen aufgeteilt hat, werden die auf Länge und Breite gebracht. Es gibt kaum noch Schreiner, die heute Schaukelstühle bauen. Aber die Arbeitsgänge an sich, die da drin vorkommen, die muss jeder Schreiner auch beherrschen. Das Möbelstück von Klaus Müller ist eben ein Einzelstück und keine Massenware. Die dicken Bretter müssen jetzt plan gehobelt werden. Was wir jetzt vor allem sehen, ist, wenn wir das Ding mal umdrehen, da sehen wir nämlich wirklich, wie das Holz mal rauskommt. Also es ist bunt, das zeichnet den Röster aus. In dem Fall ziemlich bräunlich. Das liegt daran, dass das ein gedämpftes Rösterholz ist. Das heißt, das Holz ist etwa eine Woche bei knapp 100 Grad mit Wasserdampf quasi wie im Sicko gewesen und verändert dadurch seine Farbe und auch seine Eigenschaften. Bei dem Holz schlägt das Herz des Schreiners wirklich höher. Ja. Die charakteristische Struktur des Rüsterholzes soll sich auch im fertigen Schaukelstuhl widerspiegeln. Jetzt werden die glatten Dielen in einheitlich dicke Bretter gehobelt. Das macht Klaus Müller mit dem dicken Hobel. Schicht für Schicht wird dabei abgetragen. In seiner Werkstatt in Ilsfeld demonstriert er mit seinen vorgefertigten Schablonen, wie der Schaukelstuhl aussehen wird. Auf einem Bauplan legt er erstmal die Rückenlehne und die vorderen Stuhlbeine auf. Das kommt hier hin, dann haben wir das hier, dann haben wir hier eine Armlehne. Hier hätten wir diese Seitenzarge und unten haben wir dann die Kufen. So könnte er grob aussehen, der Schaukelstuhl, der nur mit den Kufen in Bewegung kommt. Das ist die Schablone für die Kufen. Die Kufe ist ein zentrales Teil des Schaukelstuhls, weil die bestimmt eben, wie das Schaukelgefühl nachher ist. Und das Schaukeln ja vor allem aus der Winkeländerung besteht. Und je enger ich den Radius mache, umso schöner schaukelt es, umso weiter habe ich das Schaukeln nachher. Je stärker die Kufen gebogen sind, desto leichter lässt sich der Stuhl aus der Ruheposition ins Schwingen bringen.
Ich habe mich entschieden, die Rückenlehne so hoch zu machen, dass ich den ganzen Kopf anlehnen kann, damit es richtig schön gemütlich wird. Das hier werden die Seiten zeigen. Das ist quasi die Verbindung zwischen den vorderen Füßen und den Lehnenteilen. Aus übereinander gestapelten Kanthölzern sollen nun die Armlehnen entstehen. Die sollen dicker werden, sodass man die Arme gut und bequem beim Schaukeln ablegen kann. Ich habe jetzt hier die Teile für die Armlehnen verleimt. So, die Lehne ist dann nachher so da drin und ich habe das extra so verleimt, damit ich nachher in der Oberseite der Lehne auch keine Leimfuge habe, sondern die Leimfuge ist unten und die taucht dadurch gar nicht auf. Im nächsten Schritt werden die Teile jetzt auch noch mal gehobelt und dann sind die Leimtropfen auch wieder weg. Aus einem geleimten Block wird er später 2 Armlehnen herausbekommen. Nach dem Hobeln auf die richtige Stärke wird die Schablone aufs Holz übertragen und aufgezeichnet. Ausgesägt wird mit der Bandsäge. Die schwungvolle Linie der Armlehne ist jetzt gut zu erkennen. Nach dem gleichen Prinzip sägt er auch die Kufen aus. Schließlich sind die formgebenden Teile alle fertig. Dann wird wieder geleimt mit einem Trick. Ich habe jetzt hier die Teile für die Kufen, die immer 2 zusammengeleimt werden. Und damit die nicht voneinander runtergleiten, weil der Leim so glitschig ist, würde das beim Zusammenzwingen wird es vielleicht verrutschen. Und dann mache ich hier und hier ein kleines Nägelchen rein und dann verrutscht mir das nicht mehr. Einfach abknipsen. Und das, was raussteht, reicht. Es muss einfach gut benetzt sein, überall benetzt sein, damit überall Leim drin ist. Der überschüssige Leim, den drückt es einfach zur Seite wieder raus. Die Kufen sollen breiter werden. Sie müssen schließlich viel Gewicht tragen. Um eine gute Kufenbreite zu bekommen, leimt Klaus Müller 2 Teile aufeinander. Und presst sie gut mit vielen Schraubzwingen zusammen. Schön, alle Fugen dicht. Jetzt lassen wir es eine Stunde trocknen und dann geht's weiter. In der Zwischenzeit arbeitet Klaus Müller an der Armlehne weiter. Ich habe die Teile vorhin grob ausgesägt und kann sie jetzt mit der Schablone in ihre richtige Form bringen. Dazu benutzt er eine Anlaufringfräse, um bei den geschwungenen Schaukelstuhlteilen die Überstände präzise abzufräsen. Das Anlaufringfräsen ist schon auch immer ein bisschen heikel. Man muss da schon sehr genau aufpassen, wo man seine Hände hat. Und gerade bei den Teilen ist es ein bisschen tricky. Und damit ich da nicht aus Versehen umfall, habe ich mir eine Leere gebaut, die verhindert, dass mir die Teile am Fräskopf umfallen.
Das Anlaufringfräsen ist meine Lieblingstätigkeit als Schreiner eigentlich. Das ist so ein bisschen der Tanz mit der Maschine. Das macht einfach sehr viel Laune. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich die Tätigkeit auch machen darf. Und was machen die Kufen? So, jetzt können wir das ausspannen. Der Leim ist getrocknet. Dann kann man es auch gleich fräsen. So, dann kann ich den überschüssigen Leim auch noch ein bisschen wegkratzen, dass er mir nicht die Maschine verschmiert. Und dann tanzt er mit der Kufe an der Fräse, bis sie glatt und gleichmäßig ist. Und die Kufe schaukelt, fast endlos. Ich habe mir hier Nagelschablonen hergestellt, mit denen ich die Dübellöcher markieren kann. Ich habe hier Schrauben drin, die mit ihren Spitzen da rausschauen und mir nachher hier meine Markierungen für die Dübel machen. Die Stuhlteile, hier der Vorderfuß, schraubt Klaus Müller kurz fest, um dann mit einem Hammer die Dübelmarkierungen zu schlagen. Und gleichzeitig kann ich auch hier die Dübel, die nachher die Zarge mit dem Fuß verbinden, auch schon mal anzeichnen. Die nachher so da rein gebohrt werden, die Dübel. Das sieht man hier jetzt auch schön. Also hier, hier, hier und hier nachher meine Dübel bohren kann. An den Seitenteilen sind die meisten Dübellöcher zu bohren. Denn der ganze Schaukelstuhl wird durch die Dübel zusammengehalten. Er wird später nur zusammengesteckt und geleimt. Bei der Schaukelstuhlkonstruktion von Klaus Müller ist keine Schraube im Spiel. Ich bin jetzt an der Tischfräse und werde jetzt an die Strebenteile schöne Rundungen hinfräsen, damit die nachher wie Handschmeichler schön rüberkommen. Auf diese Art werden alle 4 Kanten der Streben gerundet. Auch die Streben werden schließlich mit Dübellöchern versehen. Sie sollen die Verbindung der beiden Seitenteile ergeben und sind dann Rückenlehne, aber auch die Sitzfläche. In die Löcher werden später die Dübel geleimt. Die Kufen erhalten ein großes Dübelloch, in dem später der Zapfen des Verbindungsstegs befestigt wird. Er verbindet die beiden Kufen miteinander und sorgt für Stabilität beim Schaukeln. Ich habe mir jetzt
aus der Handoberfräse eine kleine Tischfräse gebaut und werde damit jetzt die ganzen Teile vom Schaukelstuhl, also die Seiten und die Kufen, alle schön abrunden. So wird aus den eckigen, kantigen Teilen schließlich was Rundes, Geschwungenes. Genau richtig für einen Schaukelstuhl. Nach dem Fräsen wird nur noch geschliffen. Immer feiner, erst mit der Maschine. Und zum Schluss von Hand, damit Klaus Müller keine Unebenheit entgeht. Das ist der sprichwörtlich letzte Schliff. Alle Stuhlteile sind jetzt fertig und bereit zum Verleimen und Zusammenstecken. Die Seiten. Und jetzt wird's spannend. Hier ist jetzt schon mal die eine Seite von unserem Schaukelstuhl erkennbar. Was man auch ganz gut sieht, ist, dass die Füße unten angeschrägt sind, weil die ja nachher in die bogenförmige Kufe reinpassen müssen. Das ist jetzt Teamarbeit für das Schreiner-Ehepaar. Du hast jetzt den Leim hier extra dünner gemacht, oder? Damit die besser rein flutschen. Ja. Das sind die Zargen, die unter der Sitzfläche angebracht werden. Das ist die Verleimung, die halten muss. Ein Ende der Zarge kommt an das lange seitliche Teil und das andere Ende ans Vorderbein. Dann kommen die Schraubzwingen wieder zum Einsatz. Die Verleimung jetzt hier von der Seitenzarge zum Hinterbein ist eigentlich die Verbindung, die am stärksten beansprucht wird. Der überschüssige Leim wird gleich abgewaschen. Wenn der Leim da drauf bleibt, dann haben wir nachher nach dem Ölen überall helle Flecken. Deswegen gucken wir, dass wir den gleich gut abkriegen. Eine Stuhlseite ist schon mal erkennbar. Von diesen 24 Streben wird der Stuhl zusammengehalten. Jetzt kann das Schreiner-Ehepaar die Streben schon mal verleimen. So, als nächstes Die Kufen. die Kufen. Okay. Auch ins große Dübelloch kommt genügend Leim, damit der Zapfen des Verbindungsstücks zwischen den Kufen gut hält. Flutscht. Drauf. Ohne Schraubzwingen geht auch hier nichts. Immer wieder entstehen abenteuerliche Konstruktionen. Die Kufen müssen wir jetzt etwa eine Stunde so eingespannt lassen. Wenn wir die jetzt wegtragen würden, dann wird sich das vielleicht auch zueinander verziehen können. Aber so ist es auf einer ebenen Unterlage und wartet jetzt, dass der Leim trocknet. Nix, was wir. Weiter geht es mit den 24 Streben, die die Seitenteile Dann mache verbinden. ich das noch. Das An der Sitzfläche erkennt man schon, dass die Fläche hinten schmaler ist als vorne. so, das Eine Fleißarbeit, bis alle verleimt sind. oberste. Jetzt wird Wir es fangen bei spannend. mir an, oder? Wir fangen bei dir an. Okay. Passt. Und dann werden alle Streben miteinander verbunden. Finger weg. Warte, jetzt. Die Dübel müssen in die vorgebohrten Löcher. So. Okay. Dann Stellen wir ihn stellen wir hin. ihn auf. Ja. Und drehen wir ihn zu dir. So.
Alles muss wieder gut miteinander verpresst werden. Alles muss gut halten. Eine Stunde später. Das ist jetzt die Geburt des Schaukelstuhls. So, wollen wir Oder die Stunde der Wahrheit, wenn der Stuhl auf die Kufen kommt. Okay, und hopp. Hä? Ja, jetzt aber. Das passt. Jetzt noch die geschwungenen Armlehnen dran machen. Schön. Wenn alle Teile verleimt und getrocknet sind, dann wird der Schaukelstuhl noch schöner gemacht mit Hartöl. So ist aus den Ulmendielen ein Stuhl mit Schwung entstanden, der seinen Erbauer leicht und fast endlos schaukelt. Was soll ich sagen? Er schaukelt super. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.